So, nun geht's raus. Raus in die Natur. Yay. Outdoor Activities. Hallo. Hallo. Wir sind 2 Piranhas und wir gehen jetzt raus. Gut. Ist gut, ne? Mhm. So, wieso? Ich mag den Sommer. Es macht mir aber überhaupt nichts aus, dass es warm ist. Sommer, Sonne, Kaktus, Paella in the Bauch. Ja, ich auch. Wer hätte das gedacht? Nein, ich bin ein Grottenolm normalerweise. Ja, ich sitze im Keller und wenn ich schwitze, das ist immer so. Aber ich habe mich dran gewöhnt, sagen wir es mal so. Ne? Ich find's ganz okay. Dann ist es halt so, dass ich halt, wenn es über 20 Grad ist, auch mal die lange Unterhose weglasse. Das muss man ja auch mal, muss ja mal sein. So, ne? Ja, ich bin Vossköttel. Ne? So, wenn 15 Grad draußen ist, ziehe ich eine lange Unterhose an. Sonst friere ich. Okay, wir haben ja fast 30 Grad oder sogar drüber. Ne? Ja, Outdoor Activities. Was heißt das? Was bedeutet das? Warum reden wir darüber? Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, spielst du jetzt weniger, da man jetzt öfter vor die Tür gehen darf? Ist so ein Aspekt davon. Outdoor Activities. Und die haben Folgendes gesagt. Nein, mein Spielkonsum ist immer gleich. Weil der hängt davon ab, ob ich jetzt Lust aufs Spielen habe und ob ich jetzt raus darf oder nicht, hat damit wenig zu tun. Nein. Nein. Tatsächlich hat das mit dem vor die Tür gehen überhaupt nichts zu tun. Im Moment zocke ich relativ viel, weil ich sehr viel Qualitätszeit selber genieße. Kann auch daran liegen, dass ich noch gerade Single bin. Ja, ich glaube, wenn sich das ändert, werde ich weniger spielen. Ich glaube, das ist eher der Grund. Und ja, wieder mehr Musik mache, dann werde ich auch weniger spielen. Also ich spiele weniger, weil ich arbeiten muss, aber ich bin genauso viel drin wie sonst auch. Ich bin da eher so der Stubenhocker, also ob jetzt Pandemie oder was auch immer, das hat bei mir keine Auswirkungen gehabt. Nein, ich spiele allerdings auch fast nur im Stream momentan. Ich bin 3-mal die Woche online, 2-mal bei mir, einmal woanders und ich komme privat so wenig dazu. Aber wahrscheinlich komme ich jetzt durch die Conventions eventuell sogar theoretisch noch weniger dazu, aber da das weniger als 0 geht ja irgendwie gerade nicht. Also ne, Gaming ist halt momentan nur mit mir und für andere, aber privat keine Zeit gerade. Ja, hat gar nicht so einen großen Impact, habe ich das Gefühl. Also, da war ich auch überrascht, muss ich ehrlich sagen. Da hätte ich gedacht, irgendwie das wäre gemischter, aber irgendwie, dass alle sagen, nein, ich zock immer noch genauso viel, irgendwie finde ich jetzt ein bisschen krass. Ja. Wir sind Nerds. Stimmt das denn auch? Oder erzählen wir hier nur Unfug? Ja, das stimmt schon. Also, ne, das ist tatsächlich nachweislich so. Die meisten zocken halt trotzdem, ne, obwohl draußen irgendwie schöne Wetter ist. Und ja, aber Outdoor Activities. Also das ist jetzt natürlich auch hochgradig unrepräsentativ, ne, mit unseren paar Pipos. Ist es immer. Dann helft mal, dann das ist das wirklich so? Ist ihr auch? Ihr zockt noch genauso viel wie vorher? Also das finde ich jetzt spannend. Okay. Challenging. Ja. Ich behaupte ja. Bei dir selber? Die meisten schon. Oder bei den anderen? Bei allen. Ich glaube, das ist so. Vielleicht könnte man so eine Nuance sehen oder so. Ja gut, okay. Aber dann verlagere ich halt meine Spielzeit irgendwie auf nachts, wo es dann kühl ist oder irgendwie sowas. Ja. Aber ich glaube schon, dass die Menschen das tun, ja. Dass sie trotzdem zocken. Ja, krass. Also ich habe bei mir selber auch beobachtet, ja, ich zocke tatsächlich, würde ich sagen, noch genauso viel. Ich gucke aber weniger. Also Filme und Serien. In diesem Fall tatsächlich YouTube oder Twitch. Ah, okay. Das heißt, irgendwas tausche ich. Ja. Aber es ist nicht das Zocken. Nee, Twitch gucke ich auch weniger. Ja, das stimmt. Ne? Also YouTube und Twitch gucke ich momentan jetzt in der Sommerzeit ganz wenig. Dafür bin ich tatsächlich sehr viel mehr draußen. Was ich auch total genieße. Aber wenn ich dann abends, wie du schon sagst, reingehe, dann zocke ich halt trotzdem. Ne? Weil ich dann da Bock drauf habe. Na, ist es denn? Ja. Ja, so ist das. Was ist denn noch? Ändert sich die Art der Spiele, wenn das Wetter gut ist? Ja, ein bisschen. Echt? Weniger Wüste? Bisschen mehr Winter? Nee, im Gegenteil. Im Gegenteil, Ja. ne? Also
Es ist schon so. Da spielt man lieber GTA, ne, wo die Sonne scheint in Ja. LA oder was, ne, so, Ja. als anstatt dass man irgendwie so. Ich bin aber auch ein total so ein sonnenfühliger Mensch irgendwie. Wenn die Sonne scheint, dann bin ich gleich irgendwie 15% besser gelaunt. Sehr schön. Und ich habe dann auch irgendwie das Gefühl, ich kann den Sommer mir auch auf den Bildschirm holen. Tatsächlich, ja. Dann Ja. spiele ich lieber GTA oder irgendwie so, ne? Ja. Meinetwegen auch sowas wie L.A. Noire oder irgendwie, das kann auch sowas Miami Vice abendlich Warmes sein. Ja, da habe ich auch Bock drauf. Ja, geht mir auch so. Ich guck gerade Bosch Legacy. Das ist auch sowas, ne? Sehr sommerlich, ist auch LA, ne? Ja. Winterspiele muss man jetzt nicht mitkommen. Nee. Ja, also es ist schon ein bisschen so, ne? Das heißt so, Skyrim in der Winterwelt wäre jetzt irgendwie nicht so, ne? Passt irgendwie nicht, ne? Oder? Ich tausche auch meine Desktop-Motive nach Jahreszeit. Ja, ist es denn Auch auf dem Handy teilweise. sowas? Ja, da habe ich dann irgendwie so ein Meer im Hintergrund. So, unsere Spiele, ja, sind ja auch sehr viel draußen. Das heißt also, Spiele, die wir Piranhas machen, haben sehr viel mit, ich gehe nach draußen in die Natur zu tun. Lass uns Wildschweine jagen gehen. Der Klassiker ist alles draußen. Ne? Ja. So, wir gehen in die dunkle Höhle und machen das Shadow Beast Platz, natürlich wieder auch so ein Ding. Ne? Ja, das ist aber trotzdem Outdoor Activity. Indoor meint man halt, man sitzt zu Hause. Ne? Also man macht eher so, man rennt in der Stadt rum. Unsere Spiele haben, wenn sie Städte haben, die sind meistens recht klein, ja? Im Vergleich zu so großen Blockbustern wie Witcher oder so. Da haben die riesen Städte. So, ja. Vergleichbar eher sind unsere Spiele überwiegend draußen in der Natur. So, ne? Ah, das stimmt jetzt, wo du sagst. Also ich tendiere im Sommer etwas weniger zu Science Fiction und im Winter ganz stark. Ja. Das ist wirklich interessant. Ja. Ja. Ne? Und so ein Spiel wie Cyberpunk, der in so einer großen Stadt spielt oder so, ne, den spielt man auch eher vornehmlich, wenn Winter ist. Das stimmt, ja. Finde ich auch. So, was hat das an der Hacken? Man macht sehr viel Sightseeing in unserem Spiel. Wir nennen das auch Exploren. Ja, ist nichts anderes als Wandern gehen. Ja? Outdoor Activity. Man rennt draußen rum und guckt sich Dinge an. Was ist denn da hinten? Ob ich den Ort wohl erreichen kann? Ist auch nichts anderes. Ne? Warum erzählen wir das? Weil es uns inspiriert. Ja, wir werden oft gefragt, wie macht ihr denn Spiele? Womit fangt ihr an? Was macht ihr und so weiter? Und solche Gedanken machen wir uns. Das heißt, wie viel machen die Spieler denn zu welchem Zeitpunkt und warum machen wir so und so viel Spielzeit jetzt draußen, so und so viel Spielzeit jetzt in die Dungeons rein und so weiter. Das sind tatsächlich diese Spielerpsychologie-Dinge, ja, die wir irgendwie beleuchten und uns auch selber immer fragen, worauf haben wir denn Bock und warum ist das so? Ja, das heißt, das ist ein Spiel, was viel in der Natur stattfindet, mit unterschiedlichen Klimazonen und so weiter, sind dann natürlich schon so eine gewisse Grundstimmungen, die wir da erzeugen, in den Welten, die wir bauen. Und die Sachen passieren meistens draußen. Ne? Das heißt also in der Welt draußen. So, ne? Das ist auch irgendwie voll der Entwicklerluxus, fällt mir gerade so auf. Ja? Wir haben ja so unterschiedliche Wetterzonen, wir haben unterschiedliche Topologien und so. Und du kannst dich ja tatsächlich, wenn du jetzt so mehrere Jahre so ein Spiel entwickelst, dann auch mit den Dingen beschäftigen, die dir gerade am meisten liegen. Also wenn du deine Kreativität oder deine kreative Energie gerade nutzt, dann ist es natürlich immer am besten. Und im Sommer, wenn ich dann im Sommer irgendwie so coole, so hitzeflimmernde Locations mache oder sowas, irgendwie ist es super cool. Und im Winter mache ich dann eher so irgendwie, was weiß ich, die schottische Klippe oder so, die Location, die da ist. Und das ist voll ausgenutzt irgendwie. Und das Spiel lässt das natürlich zu, weil es sehr dankbar ist für sowas. Das haben andere Spiele natürlich nicht. Wir machen sehr viele Kletterparcours, die macht man auch eher draußen. Gibt natürlich auch Höhlenklettereien und so weiter, aber auch eher draußen. Ja. Ne? Das heißt also auch, die Sachen, die wir in die Spiele einbauen, haben damit zu tun mit irgendwelchen Freizeitaktivitäten, Typ klettert einen Berg hoch. Ja. So, ja? Hat damit zu tun. Damit beschäftigen wir uns, mit Kletterparcours. Wie würde das denn aussehen? Wenn ich hier unten bin, ich kletter da hoch. Ne? Solche Sachen, da beschäftigen wir uns viel mit. Survival ist ein reines Outdoor-Ding. Ne? Das macht man nicht zu Hause, sondern Survival ist so ein Ding, das ist jetzt nicht Bestandteil unserer Spiele, aber unsere Spiele sind schon so, du musst überleben in der Welt, musst Sachen sammeln, musst bessere Waffen finden und so weiter, ist schon eine gewisse, zumindest ein Hauch davon. Ja.
Und das ist also Survival-Spiele sind auch eher so, ich gehe in den Wald und hack Holz und sowas alle, ne? Das heißt, es ist auch alles Outdoor-Activities. Das ist alles sehr, sehr viel draußen, so, ne? Es hat auch sehr viel mit ich renne in den Wald zu tun oder kraxel auf den Berg, ne? Ja. Das ist auf einer einsamen Insel ausgesetzt. Ja. Tropisch. Ja, sein Camp da aufschlagen, angeln gehen. Wer hat das nicht bei Red Dead Redemption gemacht? Ne? Solche Dinge, ja. Das hat sehr viel damit zu tun. Das heißt, totales Sommerspiel. Ne, also man hockt zu Hause in eine Bude und will raus. Geht vielleicht nicht, weil es regnet, auch dann gehe ich doch virtuell raus und mache Outdoor-Activities. Hat sehr viel damit zu tun, Urlaub zu machen. Ne? Von sich selber in einem Computerspiel. Hat sehr viel damit zu tun, ich möchte gerne in die Natur gehen. Ne? Sehr viele Spiele machen da mit. Oder es ist halt sehr häufig, dass man sein Püppchen durch die Gegend führen darf. So, ne? Welche Spielart ist euch denn lieber am Ende des Tages? Würde mich mal interessieren. Ist es eher der Dungeon Crawler, der euch gefällt? Oder ist es eher so ein Open World mit viel draußen rum? Jetzt habe ich viel geredet oder so, aber das sagt schon, ne? Wie viel Dungeon braucht so ein Spiel? Kann man auch sagen. Klar, es ist eine Abwechslung, ist cool, ja. Aber soll ein Spiel dieser Art, was wir machen, eher unterirdisch stattfinden oder eher draußen? Ne? Ich habe schon so eine Vermutung, was dann dabei rauskommt. Und je nachdem, wie ich jetzt frage, könnte es auch eine rhetorische Frage sein. Ja, baut mal mehr Dungeons ein. Klar, machen wir. Ja, wir bauen Dungeons ein. Aber wie viel braucht man tatsächlich? Das ist die interessante Frage. Das würde mich interessieren. Oder ab wann vermisst man auch wieder das andere? Also ja. Ich finde zum Beispiel irgendwie, es gibt ja auch Spiele, die völlig fremdartig sind. Irgendwie zum Beispiel so ein Bioshock zum Beispiel fand zum Beispiel vollständig unter Wasser statt oder vollständig in Wolken oder sonst irgendwas. Vermisst man das, dieses klassische im Wald rumlaufen oder nö, man akzeptiert das? Wie ist das? Na, es ist schwierig. Ne? Ich weiß es nicht. Ich wüsste es jetzt nicht zu sagen. Ne? Weil ich würde vermuten, dass man vielleicht sagt, na ja, also so ein Dungeon ist schon richtig cool und ohne würde man wahrscheinlich das Spiel doof finden und so. Aber wenn man es dann in Relation zueinander setzt, wie ist das? Genau, das würde uns mal interessieren. Ja, ohne draußen. Es gibt ja Spiele, die mit so einem Open-World-Ding kommen, wie Stig in Abyss, sage ich immer, wie Ultima Underworld, ist eins meiner All-Time-Favorites. Ja, das spielt eigentlich nur drin. Da möchte man gerne raus. Ne? Und dann ist man dann irgendwann, das ist so, du bist da gefangen und das, was du machen willst, bist raus. Arx Fatalis läuft genauso. Portal 2 läuft genauso, bis du dann irgendwann tatsächlich raus bist aus diesem ganzen Krempel. Ich will hier raus. Ja. Na? Es gibt so Spiele, sind geil, keine Frage. Aber draußen, Outdoor-Activities und dann irgendwie, du gehst dann in die Welt und kannst Dinge tun, ist total geil. Jetzt zum Beispiel so ein Spiel wie Firewatch ist nur draußen. Ja. Ein Spiel, toll. Ne? Ein Spiel wie System Shock ist nur drin. Ja, richtig. Aber trotzdem super. Ja, ne? Das heißt also, es gibt beides, ne? Aber es hat so, macht man drin mehr als draußen? Ist das Pacing kürzer? Meistens schon. Indoor ist das Pacing ein bisschen gedrungener als draußen. Hat man mehr Pläne, da rennt man ein bisschen mehr. Da kann man ein bisschen freier laufen. So, das heißt, draußen liegen die Items weiter auseinander. Indoor sind sie näher zusammen. Und Indoor sind auch mehr Typen, die da rumlaufen, die dir Geschichten erzählen. Das heißt, das sind immer so Ballungsgebiete. Woran liegt das? Ja. Weil man langsamer geht. Ne? Weil man nicht rennt durch die Gänge normalerweise. Es sei denn, die sind so gemacht, dass man ständig rennt. Aber dann hat es auch nicht diese heimelige Atmosphäre, ja, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwie Indoor. Ne? In einer großen Halle funktioniert auch. Aber Indoor und Outdoor sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Da machen wir uns sehr viele Gedanken drüber, über diese Spielmechanismen und so weiter. Und ja, klingt ein bisschen weird vielleicht, aber das ist tatsächlich so. Das macht auch viel damit zu tun, wie man seine Freizeit gestaltet. Ja, solche Gedanken machen wir uns. Hast du eine Community-Frage? Stimmt. Ja, stimmt. Und zwar, hier fragt jemand, auch noch bezogen auf eine Folge der Vergangenheit, da hattest du nämlich ein anderes T-Shirt an, nämlich ein Iron Maiden T-Shirt. Da fragt jemand, hast du oder habt ihr Iron Maiden auf der aktuellen Tour gesehen? Auf der aktuellen Tour nicht, aber ich habe sie 7 Mal schon gesehen. Unter anderem auch in der Grugehalle in Essen, wo ich tatsächlich zerquetscht wurde, ja. Und mich dann rauswinden musste. Ich hatte schon echt Panik, so krass war das. Und das letzte Mal, wo ich die gesehen habe, war tatsächlich sogar da. Oder habe ich die danach nochmal gesehen? Die habe ich danach nochmal in der Westfalenhalle gesehen, tatsächlich. Und das erste Mal auf einem Monsters of Rock, das war 1988, zusammen mit Kiss, ja,
Und Anthrax und so, tatsächlich, damals in den 80er war das so, hier im VfL Bochum-Stadion waren die. Krass. Ja. Ich habe die noch nicht einmal gesehen, würde ich aber gerne mal. Ja. David Lee Roth war auch da. Voll das coole Ding. Ja, ne? Kiss haben wir jetzt letztens noch geguckt. Stimmt, das war auch sehr Ja, cool. war auch cool. Ja, ich bin ein Iron Maiden-Fan. Schon ziemlich. Und seit wann? Seit Seventh Son of Seventh Son. Da habe ich mir den Eddie an die Wand gemalt. Ab da war ich Maiden-Fan. Ja, deswegen, ja, genau. Eddie. Ne? Stranger Things lässt grüßen. Gucken, super Serie. Alles klar, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und macht's gut, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ich glaube, Megadeth war auch da. Was du alles schon gesehen hast. Ja, die Wahnsinn. ganzen Krimmel müssen wir alle nochmal nachholen. Die kommen ja alle wieder. Ne? Lass mal ruhig machen. Ja.